Ihr fragt euch, ob euer Buch eine Aussage braucht, irgendeine tiefere Message, eine Moral, irgendeine innere Bedeutung. Die simple Antwort wäre, nein, braucht ihr nicht. Aber an meinem Ernst, an dieser Frage hängt viel mehr, als man erwarten würde. Bleibt also dran, wenn ihr wissen wollt, warum das Ganze nicht so einfach ist. Wenn auch ihr Interesse habt an Themen wie Schreiben, Bücher, Pen and Paper und dergleichen, dann wäre es vielleicht eine Idee, diesen Kanal zu abonnieren. Ich versuche euch mit interessanten Informationen zu versorgen und hoffe, dass ihr was dabei lernen könnt. Also, legen wir einfach mal los. Also an sich braucht eine Story keine Message zu haben. Ganz im Gegenteil sogar, es kann euch passieren, dass wenn ihr eine Message mit absoluter Kraft da rein versucht zu ballern, dass es einfach nur rüberkommt, als würdet ihr versuchen, irgendjemand eine Agenda aufzuzwingen oder eine Moralapostel und sonst was. Es kann also auch ziemlich von Nachteil sein. Trotzdem ist es nicht ganz so einfach, eine Geschichte zu schreiben, die absolut gar keine Aussage hat. Warum? Schauen wir es uns mal an. Warum am Ende jede Geschichte eine Aussage hat. Im Endeffekt fängt alles damit an, dass ihr einen Charakter habt. Der soll natürlich möglichst realistisch wirken, er soll ja irgendwie auch relatable, nachvollziehbar sein und da fängt die ganze Sache eigentlich schon an. Bei einem Hauptcharakter möchtet ihr zum Beispiel auch, dass er irgendwie likable, liebenswürdig, keine Ahnung, dass man ihn mag, einfach nur. Mal angenommen, ihr habt zumindest einen nachvollziehbaren Charakter erstellt, dann werden eure Leser irgendwann eine Beziehung zu ihm aufbauen. Egal, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Die Handlung eures Charakters, sein Schicksal, an sich die ganze Geschichte, kann durch diese Beziehung eine Aussage enthalten, auch wenn ihr das gar nicht wollt. Leser, die eine Beziehung zu eurem Charakter aufbauen, werden automatisch durch seine ganzen Probleme mit durchgehen. Dadurch fangen sie an zu merken, oh, wir haben Gemeinsamkeiten, wir haben Sachen, die uns verbinden. Er hat Probleme, ich habe Probleme. Vielleicht sind seine Probleme ja auf die gleiche Art und Weise lösbar wie meine Probleme und umgekehrt. Durch diese Art von Beziehung zwischen Leser und Charakter scheint es so, als würdet ihr mit eurem Charakter irgendeine Aussage treffen wollen. Aber was ist, wenn ihr das eigentlich gar nicht wolltet? Ein Negativbeispiel dafür könnte Twilight sein. Das Buch hat an sich keine direkte Aussage oder irgendeine Moral. Der Hauptcharakter Bella ist relativ passiv, löst keine ihrer Konflikte wirklich alleine oder in irgendeiner Form auch wirklich zu Ende. Und am Ende wirkt das Ganze so, als würde man versuchen, einfach nur sehr viele Themen anzuschneiden und keine davon kommt so wirklich zur Lösung. Mir hat sich da die Frage gestellt, warum tut man sowas? Es passiert einfach. Ganz natürlich aus der Tatsache heraus, dass man Charaktere schreibt, die Probleme haben, die Konflikte haben, die gelöst werden und die zu irgendetwas führen. Wenn man bei dieser Sache nicht darauf achtet, ob die Aussage, die man trifft, einem auch wirklich gefällt, dann hat man ganz schnell ein Buch geschrieben, das etwas aussagt, was man nicht wollte. Im Endeffekt kann euch dasselbe auch passieren. Wenn ihr damit kein Problem habt, dass man euer Buch missinterpretieren kann, dann ist hier Ende. Ihr könnt das Video im Endeffekt wieder ausmachen. Für alle anderen natürlich, die es wirklich interessiert, ob man eine Aussage trifft und wenn ja, wie formuliere ich sie richtig und was genau möchte ich eigentlich aussagen, dann bleibt einfach dran. Wie funktioniert das mit der Aussage? Zunächst muss man mal sagen, dass eine Geschichte nicht nur eine Intention, nicht nur eine Aussage oder nur eine Message hat. In den meisten Fällen hat sie ganz, ganz viele kleine. Über den Zeitraum der Geschichte hinweg werden viele eurer Charaktere, sowohl Hauptcharaktere als auch Antagonisten, Handlungen vollziehen und Gedanken haben, die Aussagen treffen. Macht euch aber nicht die Illusion, dass jede dieser Aussagen, die darin getroffen werden, automatisch auf eure Weltsicht als Autor zurückzuführen sind. Wenn ihr aber eine spezifische Aussage treffen möchtet, dann überlegt euch erst einmal, was ist eigentlich das Grundthema eurer Geschichte? Und natürlich, welche Charaktere sollen genau dieses Grundthema angehen? Wir können bei dem Punkt anfangen, dass euer Grundthema
immer mit dem Konflikt verwoben ist. Für die Zukunft werde ich als Beispiel jetzt mal Mabel von Gravity Falls nehmen. Einer von Mabels Konflikten in der Serie ist zum Beispiel, dass sie Angst davor hat, dass ihre Weirdness, ihre Sonderbarkeit sie unbeliebt macht oder dass andere Leute sie irgendwie negativ deswegen betrachten würden. Das Grundthema ist hier also im Endeffekt die eigene Persönlichkeit und ihre Komplexität, ihre sonderbare Richtung sozusagen. Der Konflikt ist, dass Mabel in diesem Fall die Problematik hat, dass sie nicht weiß, ob das in Ordnung ist, so wie sie ist. Also im Endeffekt ein innerer Konflikt. Euer Grundthema kann die Darstellung eurer eigenen Sichtweise, der Sichtweise anderer oder sogar mehrerer Sichtweisen auf ein gewisses Problem oder eine Frage sein. Ihr seid nicht nur darauf beschränkt, eure eigene Interpretation oder eure eigene Meinung darzustellen, aber es ist wesentlich einfacher, weil ihr sie besser versteht. Um euer Grundthema zu finden, kann ich euch keine Vorgaben machen, aber ihr könnt euch einfach mal die Frage stellen, welche Probleme beschäftigen euch selbst? Welche Fragen habt ihr, die da draußen irgendwie unzureichend oder eurer Meinung nach falsch beantwortet werden? Vielleicht könnte sich daraus ein Grundthema ergeben, das ihr in euer Buch einbaut. Zudem kann es auch hilfreich sein, euch zu überlegen, welche Steine werden euch währenddessen in den Weg gelegt, euer Problem zu lösen. Denn auch euren Charakteren werden Steine in den Weg gelegt werden. Im Fall von Mabel ist es so, dass sie tatsächlich versucht, zwischenzeitlich einfach nur normal zu sein und dabei ziemlich auf die Schnauze fällt. Nun versucht einfach, eine Antwort auf euer Problem zu finden. Gut, das funktioniert nur für Probleme, die ihr selber gelöst habt. Oder bei denen andere eine Lösung hatten. Theoretisch ist es zwar möglich, dass ihr durch das Schreiben des Buches eure Antwort findet, eure Problemlösung während dem Schreiben wirklich entdeckt, aber ich würde nicht unbedingt darauf bauen. Deswegen es immer sinnvoller ist, ein Problem, eine Situation darzustellen, die ihr selber schon überwunden habt, aber von der ihr wisst, dass andere Leute sie noch nicht überwunden haben. Vielleicht könnt ihr denn mit eurem Buch eine Aussage treffen, die anderen Leuten hilft, eine Inspiration sein, irgendetwas schreiben, das andere Leute dazu motiviert, ihr Problem auch zu bewältigen. In Mabels Fall war das Problem ja, dass sie sich gefragt hat, ob sie anders da sein soll, ob sie normal sein sollte. Ihre Antwort darauf war relativ simpel. Nein, sie ist gut so, wie sie ist. Der letzte Punkt hier ist relativ wichtig, denn wenn ihr wirklich eine Aussage treffen wollt, dann solltet ihr versuchen, sie relativ eindeutig und klar zu machen. Denn ansonsten kann euch das passieren, was im Endeffekt mit Twilight passiert. Bellas Handlungen sind, wie gesagt, über das Buch hinweg relativ passiv und ihre Konflikte löst sie nicht selber. Es ist vollkommen uneindeutig, was eigentlich die Aussage dieser Geschichte sein soll. Das Ganze kann zwar Absicht sein, um dem Leser ein eigenes Urteil über die Handlungen des Charakters zu überlassen, allerdings kann es auch dazu führen, dass die komplette Handlung in ein vollkommen falsches Licht gerät. Zum Beispiel könnte man die Geschichte so interpretieren, dass der Autor so eine verkorkste Beziehung, wie Bella sie in dem Buch Twilight hat, als normal empfindet oder für gut befürwortet, auch wenn dem nicht so ist. Natürlich wollt ihr vermeiden, dass man euch sowas nachsagt. Aber wie genau mache ich jetzt eigentlich eine richtige Aussage? Und wo fange ich an? Wie vermittle ich eine Aussage? Natürlich geht man jetzt nicht einfach los und posaunt so eine Aussage einfach raus. Schreibt sie vorne aufs Buch, hinten aufs Buch. Mittendrin einfach so schön viel Absätze. Nein. Man führt das Ganze durch seine Charaktere aus. Durch Handlungen. Euer Charakter hat immer ein Problem. Einen Konflikt, den er lösen muss. Und dadurch könnt ihr eure Aussage treffen. Wenn ihr also euer Grundthema habt, überlegt euch erst einmal, welches Problem könnte mein Charakter haben, das zu diesem Grundthema passt. Jetzt versucht dieser Charakter, dieses Problem zu lösen. Währenddessen lernt er dazu, macht Fehler. So wie jeder. Am Ende des Ganzen kommt euer Charakter zu einer Lösung. Diese Lösung kann auf der einen Seite eure Lösung sein, genau eure Vorstellung davon, wie genau man das machen könnte. Es könnte genau das Gegenteil von dem sein. Es könnte auch eine der vielen, vielen anderen Lösungen da draußen sein. Es könnte sogar gar keine Lösung sein und der Charakter versucht und versucht, aber schafft es nicht. Ihr könnt dadurch Aussagen treffen wie:
Damit könnt ihr es hinbekommen. Auf die Art und Weise habe ich es geschafft. Auf die Art und Weise hat es mein Hauptcharakter geschafft, denn am Ende wird es nicht unbedingt exakt auf euch zurückführbar sein. Ihr könnt damit aussagen, genau so und so solltet ihr es auf keinen Fall tun. Ihr könnt damit auch eindeutig aussagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das tut. Kein anderer weiß es auch so wirklich, wie man es tut. Und das ist einfach so. Ihr könnt damit sozusagen ein Problem eröffnen, sagen, seht ihr, hier ist ein Problem, auf das es bisher keine Lösung gibt. Vielleicht denkt ihr mal drüber nach, wie wir das Problem gemeinsam lösen können. All das sind im Endeffekt Aussagen. Wie der Charakter seine Entscheidung trifft, beziehungsweise wie er seine Lösung findet, das prägt eure Aussage. Um nochmal unser Beispiel heranzuführen. Mabels Problem ist, dass sie nicht genau weiß, ob ihre Merkwürdigkeit ein Problem ist. Ob sie deswegen irgendwie keine Freunde findet, ob sie mit anderen Schwierigkeiten hat zu kommunizieren. Sie fängt an, sich zu überlegen, was genau könnte das Problem lösen. Ihre erste Lösung ist, normal sein. Ja? Und das funktioniert nicht. Aber sie lernt dazu. Sie akzeptiert sich selbst. Sie lernt, dass ihre eigene Merkwürdigkeit, ihre besondere Art, ihre Persönlichkeit etwas Einzigartiges ist und etwas Gutes ist. Ihre Lösung ist im Endeffekt, dass nicht die ganze Welt sie akzeptieren muss, sie muss sich hauptsächlich erst einmal selbst akzeptieren können. Die Aussage dahinter ist eigentlich relativ simpel. Sie handelt davon, dass Selbstliebe wesentlich wichtiger ist, als dass andere einen akzeptieren können. Wenn ihr nach diesem simplen Konzept verfahrt, findet vielleicht auch ihr eine Lösung für die Frage, ob ihr eine Aussage haben wollt, ob ihr sie braucht und vor allem, wie genau schreibt ihr eigentlich eine Aussage. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt diesem Video doch einfach ein Like. Und wenn ihr Interesse an solchen Themen habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal und ich würde mich sehr darüber freuen. Außerdem, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Ideen, Kritik an mich, dann schreibt sie mir doch einfach unten in die Kommentare rein. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.